Heute möchte ich einmal auf das Thema Schlauchschellen eingehen, und zwar welche Schlauchschelle die richtige Wahl ist und was zu beachten ist, wenn ihr eine Schlauchschelle verwendet. Schlauchschellen gibt es in verschiedenen Ausführungen. Es gibt stabile Schlauchschellen, es gibt stärkere, es gibt sogenannte Bolzenschellen, HD-Schellen, Ultra-HD-Schellen. Ich möchte jetzt einmal auf die eingehen, die wir bei uns im Portfolio haben. Die bei uns klassische Schelle, die HD-Schelle, High-Density, klassische Schlauchschelle. Die kennt man jetzt, ich sage jetzt mal aus dem Baumarkt. Nur der Unterschied ist hier, dass dieser schwarz, bei uns schwarz lackierte Kopf, es gibt die auch mit Blau etc., dieser Kopf hier, in dem die Schraube sich festhält, aus einem dickeren Material ist. Das heißt, wir sprechen hier von einer ziemlich starken Wandstärke. Normalerweise hat man hier so ein bisschen mehr oder weniger ein Blech drumherum. Man sieht das auch bei dieser Schelle, ist das auch schon stabiler, aber die klassische Baumarktschelle hat da ein Blech. Das heißt, wenn ich die Schelle anziehe und vielleicht ein bisschen stärker anziehe, was ich nicht machen soll, aber darauf gehe ich gleich nochmal ein, dann habe ich hier wesentlich mehr Druck drauf, das Ganze hält besser. Und eine Baumarktschelle würde in vielen Fällen halt zerreißen, gerade wenn es um viel Ladedruck geht. Da ist doch ein bisschen mehr Belastung drauf, wenn es um Temperatur im Motorraum geht. Da sollte man schon darauf achten, dass man was Stabiles hat. Der klassische Aufbau dieser Schelle ist so, dass wir hier einen Bereich haben, in dem der Schlauch geschützt ist. Bei normalen Schlauchschellen ist es oft so, dass sich dieses Band irgendwann in den Schlauch reindrückt und hier wurde so eine, ja, ich sage jetzt mal seichter Übergang geschaffen, damit das den Schlauch in dem Moment nicht angreift, wenn ich die Schelle festziehe. Beim Festziehen zieht sich das Band hier durch, das ist klar, und die Schelle zieht sich zusammen. Worauf ihr achten müsst, und das möchte ich euch jetzt mal an dem Schlauch hier demonstrieren, ihr dürft so eine Schelle nie zu stark anziehen. Die meisten denken, dass umso stärker sie die Schelle anziehen, umso dichter ist das Ganze. Bloß leider ist es meist kontraproduktiv und darauf gehe ich jetzt mal ganz kurz ein. Zack. So, jetzt komme ich zu dem entscheidenden Punkt, wo es fester wird. Und wenn man sich das jetzt hier anguckt, wenn ich die Schelle zusammenziehe, sieht man relativ schnell, dass das Zusammenziehen dieses Schlauchs nicht kreisförmig passiert, sondern der Druckpunkt des Ganzen hier stattfindet. Das heißt, ich ziehe, umso stärker ich ziehe, umso ungleichmäßiger diese ganze Konstruktion zusammen. Das passiert jetzt auch, ich sage jetzt mal, mit dem Alurohr darunter. Und dann entstehen natürlich hier Undichtigkeiten. Das heißt, ich habe hier gar nicht mehr diesen gleichmäßigen Kreis, wo ich auch eine gleichmäßige Abdichtung brauche, sondern ich verforme Schlauch sowie gegebenenfalls das Rohr darunter. Deswegen Schlauchschellen nie zu fest anziehen. Man spricht ungefähr von maximal 10 Newtonmeter, was nicht viel ist. Und deswegen habe ich auch dieses Werkzeug benutzt. Für die, die das nicht mit einem Drehmomentschlüssel machen wollen, nehmt ihr einen Schraubendreher oder beziehungsweise hier einen Schraubendreher mit einem Nussaufsatz und ihr zieht es handfest und greift jetzt hier nicht rum und zieht so stark wie ihr könnt, sondern ihr zieht es normal handfest, dann seid ihr im richtigen Bereich. Was ihr nicht machen dürft, bitte nicht mit einer Ratsche arbeiten. Damit zerreißen die meisten die Schellen, sorgen für eine Undichtigkeit und das Ganze ist kontraproduktiv. Für die meisten Anwendungen reicht diese Schelle aus, könnt ihr benutzen, ist, ich sage jetzt mal im Preis-Leistungs-Verhältnis absolut super. Wer was Höherwertiges möchte oder was Besonderes möchte, der greift zu unseren Ultra-HD-Schellen. Die sehen ziemlich stylisch aus und das Ganze hat einen Sinn. Und zwar geht es darum, dass diese Außenwelle, ich fange jetzt mal mit dieser hier an, bildet praktisch ein Spannelement, welches bei Hitzeausdehnung immer noch die Spannung behält. Weil, der eine oder andere kann sich das vielleicht vorstellen, diese Schellen sind aus Metall, sind im Motorraum. Ich habe einen Silikonschlauch, der meistens daran befestigt ist, oder einen Gummischlauch oder irgendwas. Sobald der Motorraum warm wird, was passiert mit Metall? Ist klar, es dehnt sich aus. Das heißt, eine Schelle, die ich auf Spannung ziehe, die wird mit Wärme etwas lockerer und wird dann gegebenenfalls undicht. Diese Ultra-HD-Schelle hat durch diese Federspannung hier, egal welche Temperaturunterschiede herrschen, immer einen gewissen Spannpunkt und gleicht sozusagen die Wärmeausdehnung von dem Metall damit wieder aus und hält den Schlauch immer noch auf Spannung oder die Schelle immer noch auf Spannung. Zudem haben diese Schellen, da ein kleiner Hinweis für die, die das mal einzeln bekommen, das kann hier auch mal rausfallen, eine entsprechende Einlage. Und diese Einlage hat so eine kleine Doppelwelle, die ist auch komplett durchgehend. Das heißt, egal wie weit sich diese Schelle zusammenzieht, sie legt auf dem ganzen Schlauch, schützt auch hier wieder den Schlauch. Und diese zwei Wellen hier sorgen dafür, dass an der Stelle das Silikon und speziell weiches Material, also man spricht jetzt von Silikon, zusammengedrückt wird
und die Schelle nicht nur noch mit einem Band abdichtet, sondern praktisch mit 2 Bändern in den Schlauch drückt und damit doppelt abdichtet. Auch bei dieser Schelle, ganz wichtig, der Hersteller gibt an, maximal 7 Newtonmeter. Nicht festknallen, wie viele denken, bringt den Effekt nicht, den ihr haben wollt. Zum Thema Festknallen, was viele gerne machen, wenn sie merken, dass es undicht ist, greifen zu so einer Bolzenschelle. Diese Bolzenschelle ist eigentlich aus dem Abgasbereich. Sie ist auch dafür da, geweitete Rohre oder Doppelmuffen etc. festzuziehen und das Abgasrohr damit zu befestigen. Leider nutzen es viele als Schlauchschelle. Ich persönlich kann es nicht empfehlen. Die Gefahr, die ich hier habe, ich kann sehr viel Kraft auswirken. Und mit dieser Kraftauswirkung, was ich eben schon gezeigt habe, verforme ich das Rohr darunter und es wird nicht dichter. Der Trugschluss ist meistens darin, fester ziehen heißt dicht. Funktioniert hier nicht, auch wenn die so schön massiv aussieht. Ein großes Problem, woran viele nicht denken, ist, das zeige ich euch an dieser Stelle mal ganz besonders, wichtig ist, dass diese Auflagefläche, die die Schelle braucht, das heißt die Breite, und wir vergleichen jetzt mal hier diese 3 Schellen miteinander, die Breite der Schelle muss der Bereich sein, wo die Schelle auch gerade aufliegen kann, wenn ein Schlauch daran befestigt wird. Weil, habe ich nicht ausreichend gerade Fläche, und das sieht man hier an dem Rohrbogen ganz gut, würde ich jetzt diese Schelle hier festziehen wollen, dann komme ich wohl oder übel an den Punkt, dass die Schelle hier unten irgendwann anliegen wird, und zwar hier auf dem rechten äußeren Bereich, von mir aus hier rechts, und hier oben links. Das heißt, die Schelle drückt eigentlich nur hier an einer Ecke den Schlauch fest und hier an einer Ecke den Schlauch fest und irgendwo hier drinnen auch nochmal. Das heißt, ich habe eigentlich nur vielleicht einen Millimeter Kontaktauflage und kann den Schlauch gar nicht abdichten. Das heißt, wenn ihr irgendwo einen Anschluss habt, sorgt dafür, dass ihr ein gerades Stück habt, was mindestens so breit ist wie diese Schelle. Das heißt, von hier bis zur Wulst den Platz mindestens lasst, wenn nicht sogar noch ein bisschen breiter. Erst dann ist die ganze Sache wirklich dicht. Das heißt, in eurem Anwendungsbereich immer darauf achten, wie viel Fläche habe ich eigentlich, gerade Fläche, wo ich die Schelle dran befestigen kann, und danach könnt ihr dann die Wahl der Schelle treffen. Wir haben diese Form von Schellen auch für kleine Durchmesser. Die anderen beiden gibt es gar nicht mehr in so einem kleinen Bereich, weil das technisch nicht ganz so praktisch ist. In vielen Fällen ist aber diese Konstruktion von dem Kopf kontraproduktiv für sehr kleine Durchmesser. Bei sehr kleinen Durchmessern, Unterdruckschläuchen, Kraftstoffschläuchen etc. empfehlen wir diese kleinen, ja, man nennt sie glaube ich Ohrschellen oder irgendwie sowas in die Richtung. Wir nennen sie Mini-HD-Schellen. Diese Schellen sind speziell so konzipiert, dass sie hier den Kreis haben mit der Auflagefläche und diese 2 Laschen extra weiter oben stehen, damit sich das Ganze auch in kleinen Durchmessern nicht so verformt. Und die sind, ja, wie der Name schon sagt, für Mini-Anwendungen oder für kleine Schläuche gedacht. Sieht man hier ganz gut, ist glaube ich für so 3 mm Unterdruckschlauch gedacht. Das war's zum Thema Schellen. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick geben, worauf ihr achten müsst, welche Schellen die richtigen sind. Wenn ihr weiterführende Fragen habt, geht in die Kommentare unter dem Video. Fragt uns, was ihr fragen wollt. Wem die Videos gefallen, der abonniert bitte den Kanal und denkt an die Glocke. Vielen Dank.